Also wenn jemand bestimmte Ziele hat in seinem Leben, egal was für Ziele das sind, dann muss er dafür kämpfen. Dann muss er seinen Arsch hochkriegen und darf nicht nur rummeckern und rumnörgeln, dass es jetzt alles gerade so schlecht und doof ist. Und er das Ziel ja nicht erreicht, aber das Ziel erreicht er damit ja nicht, sondern er muss für diese Ziele kämpfen. Ja, wenn jemand keinen Bock hat, in der Bank zu arbeiten, dann soll er da kündigen und einen anderen Job machen, ganz einfach. Irgendwie geht's immer. Ich weiß das. Schulle, ja, ich bin die Frontsau, der Sänger von Toxpack und ja, ich habe Toxpack 2001 quasi gegründet. Ja. Ich bin Tommy, bin seit Anfang 2002 bei Toxpack. Ja, spiele Leadgitarre und schreibe die meisten Songs eigentlich so, wenn man das mal so sagen darf. Also ich bin Erik, spiele Gitarre bei Toxpack und bin seit 2006 dabei und bin damals von Tommy angefragt worden, ob ich den ehemaligen Gitarristen ersetzen würde. Ich habe mit Tommy vorher schon in einer anderen Band gespielt. Ja, und dann habe ich halt natürlich zugesagt. Ja. Und seitdem bin ich dabei und durch einige Höhen und Tiefen mit der Band gegangen. Ja, ich bin der Zoppel von Toxpack und spiele Schlagzeug. Also ich begleite die Jungs schon von Anfang an eigentlich. Seit 2001, wir kennen uns auch schon viele Jahre vorher, kannten wir uns schon. Gerade mit Erik und Stefan habe ich viel vorher in anderen Bands gespielt und auch währenddessen in anderen Bands gespielt, immer mal wieder andere Projekte gehabt. Und seit 2014 bin ich festes Bandmitglied. Ich bin Stefan, spiele bei Toxpack den Bass. Schon, wie lange ist das? 7, 8 Jahre? Schon 3 Alben jetzt mitgemacht, mit dem Kämpferalbum. Was waren die Fragen? Warum ich da bin? Das ist eine total bescheuerte Frage. Ich kenne die Ärzte schon ewig. Das ist tatsächlich so, dass wir zusammen aufgewachsen sind. Zumindest die Zeit, wo wir zusammen Musik gemacht haben. Auch nicht, wenn nicht gleich in denselben Bands, haben wir uns immer verfolgt. Ich kenne Schulle, alle eigentlich schon wirklich seit Anfang an. Und das war einfach nur eine Frage der Zeit, bis man sich da trifft und irgendwann zusammen in eine Band kommt, glaube ich. Die Zeit ist reif, ich muss jetzt gehen. Wohin es mich führt, werde ich sehen. So, was machen wir jetzt? Die erste Route. Wir fahren ins ehemalige Domino-Studio in Prenzlauer Berg. Prenzlauer Allee, ne? Im Prenzlauer Berg. Da haben wir geprobt, 2 Jahre. Und da gibt es eine lustige Story, weil da habe ich 2002 quasi Tommy kennengelernt. Das ist der gerade hier telefoniert, war? Genau, das Martin ist Ruder. Der mit Martin Ruder gerade telefoniert. Hallo Martin. Hallo. Ja, und dann gucken wir uns mal an, was aus diesen alten Proberäumen im Studio geworden ist. Ja, ich melde mich später, okay. Aber jetzt so recht voran war, ist Berlin immer so eigentlich mit Verkehr? Ja, das ist traurig. Das kommt auch so ein bisschen drauf an, wer fährt. Ja, das sind wir hier nicht weit vom Hackischen Markt, wo es mal den Union Jack gab. Kleiner Plattenladen, da hat der Erik sein Schülerpraktikum gemacht. Ja, mit 14 Was hat er denn sein Schülerpraktikum? Ja, geil. Bei Otti. Echt? Hallo Otti. Hey, Otti, stimmt. Bei Otti im Das war Laden. eine ziemlich entspannte Zeit. War nicht anstrengend? Oder? Nee. Was hast du gemacht? Überwiegend Musik gehört. Und Martins poliert. War das nicht da, wo du Stimmt, darüber. Ja, genau. Dr. Da gab es Marx auch genau. Schuhe und ich musste dann immer am Tag zu Ebersweiler fahren mit der U-Bahn und so einem Seesack voll kaputter Doc Martens Stiefel und die da zum Schuster bringen. Ach Ich hab's so, dann, dann ich hab's gibt's dann, noch immer den noch, Service, ich oder hab's dann was? bei Konopke immer noch eine Currywurst und Pommes und dann bin ich wieder zurück. Herrlich. Das ist ja großartig. Wie lange ist das her? Lange. Lange, ja? Naja, 14, das kann nicht. Ja, ist 12 Jahre her sein. Vielleicht 11. Du Schummler. Jährchen. Na ja, dann ist das so. Lass mal so stehen. Ja, sag mal, Domino, ist da nicht auch das alte Schliemann-Café da? In der Nähe ist auch das alte Schliemann-Café. Da haben wir ja uns auch öfters mal getroffen. Mein lieber Freund, du standst ja auch hinter der Bar, soweit ich weiß. Genau, mit Otto. Mit Otto zusammen, mit unserem Stirnband-Freund Otto. Otto, und wie ist der andere, der gefährliche? Ich weiß gar nicht, ob wir das hier alle sagen dürfen. Wir reden hier gerade von irgendwelchen Gangstern, Alter. Nee, Otto war nicht keine so ein Namen bitte. Gangster. Otto war okay. Otto war okay. War der mit J? Ja, das war ein Ja, genau, den So, Sven, das geht ja gut los hier. ein Toll, Sven.
denn? Ein lieber. Meine Fresse, das ist doch wirklich nicht dein Ernst. Naja, doch. Warte. Ja, einmal ziehen bitte. Ja, Da hat er schon. kriegst daher noch deine Abreibung. Ja, ist gut. Immer Bist du eigentlich fester Fahrer oder was? Ah, nee! Der Versuch ist nicht mehr. Digga, guck dir doch mal an, wie er fährt und stell die Frage nochmal, ohne rot zu werden. Also ehrlich. Also wer es noch nicht weiß, also es gibt ja einige, die Zweine vielleicht noch nicht kennen, weil er sehr laut ist. auch Ronald genannt. Der Ronald, genau. Er ist unser Mädchen für alles. Geschnallt ist. Hilft überall mit. Da wo Platz ist oder wo kein Platz ist, da fährt er hin. Das ist unser zukünftiger Ex-Fahrer übrigens. Wir haben ja schon immer von Anfang an versucht, eigentlich mehrere Musikstile miteinander zu vermischen. Kommen ja aus der Hardcore-Oi-Punk-Szene und wollten aber nie irgendwie in eine bestimmte Schublade gesteckt werden und haben von daher von Anfang an versucht, einfach Punk, Hardcore, alle möglichen Musikstile, die wir so mögen und gerne hören, einfach mit in einen Topf zu werfen, umzurühren. Und daraus ist dann Toxpack geworden. Und ich glaube, dass das durchaus ein Markenzeichen von uns ist. Irgendwann haben wir dem Ganzen dann mal einen Namen gegeben. Wir haben das dann irgendwann mal Streetcore genannt. Und das ist dann irgendwann hat sich dieser Begriff Streetcore etabliert und seitdem wird dann auch Streetcore mit Toxpack verbunden. Ehrlichkeit, Durchhaltevermögen, Geduld, ja, dass wir uns nie verstellt haben, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Auch wenn wir mal anstrengend sind manchmal, kann auch passieren. Die Köpfe, die da mitspielen, das sind nämlich eigentlich so die einfachsten Menschen der Welt. Also ich glaube, dass die Musik für sich spricht. Streetcore ist irgendwann entstanden als musikalisches Stilmittel, was es in der Form nicht gab. So eine Mischung aus Hardcore, Metal und Punkrock und Rock-Einflüssen. Das haben ja auch viele Bands inzwischen nachgemacht. Das ist, denke ich, schon so ein Alleinstellungsmerkmal. Die Härte in den Texten und auch in der Art des Spiels ist schon auch so ein Ding für sich. Ich glaube, wir sind live und auch auf Alben musikalisch ja nicht so schlecht. Und was Toxpack von uns und meinen ganzen anderen Bands unterscheidet, ist tatsächlich der Fakt, dass da 5 Charakterköpfe aufeinander knallen, die wirklich sich das nicht einfach machen, das Leben. Aber dadurch kommt eine Menge geiler Scheiß raus. Ich war noch nie verheiratet, aber so stelle ich mir eine Ehe vor. So, dass man, also man kann natürlich auch alles hinschmeißen und sagen, mir geht das auf den Sack und mir geht das auf den Sack, aber es gibt da halt auch immer die Höhepunkte wieder, die das dann wieder alle rausreißen und das ist halt wie in einer Beziehung, auch wenn ich jetzt nicht der Beziehungsexperte bin, aber... Die Sachen, die wir so singen und ja, die haben wir auch durcherlebt. Ne? Also wir sind so Jungs, ein bisschen von der Straße, ein bisschen ruppiger und aber letztendlich, ja, ganz normale Typen. Ne? Das ist mehr als nur eine Band, die einfach schnell mal Musik macht. Ja, Schulle würde sagen, wir sind eine Familie. Ich weiß nicht, ich finde, das ist ein großes Wort, aber wird schon dahin gehen, ja. Wir sind eine Band, die generell immer gerne den steinigen Weg gegangen ist, weil wir halt dieses Schubladendenken nicht wollten. Mhm. Ja? Und dummerweise wurden wir aber vor ein paar Jahren einfach stumpf in eine Schublade gesteckt, die sich da Deutschrock nennt. Da wurden wir einfach reingesteckt, ob wir nun wollten oder nicht. Vor ein paar Jahren gab es diesen Begriff so für die Szene noch gar nicht. Da war Deutschrock Herbert Grönemeyer oder Westernhagen, das war Deutschrock oder Udo Lindenberg. Vor ein paar Jahren hat sich das dabei geändert. Und für uns war eigentlich immer klar, Alter, wir kommen aus der Punk-Szene, Hardcore-Oi-Szene, irgendwie Metal. Und das steht für uns überhaupt nicht zur Diskussion. Wir gehören dazu und klar hat man irgendwann versucht, mal über den Tellerrand zu schauen und hat auch mal vielleicht mal hier oder da einen anderen Stil ausprobiert. Aber deswegen jetzt in eine so eine Kiste gesteckt zu werden, finde ich halt uncool. Und da haben wir große Probleme, weil wir uns, ich will nicht sagen, davon distanzieren wollen. Das ist ja Quatsch, weil das ist ja auch nichts Schlimmes. Aber wir haben ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer gesagt, wir machen nicht Musik für oder wir sind keine Punkband oder Oi-Band, sondern wir sind Toxpack. Wir machen Streetcore, wir machen unsere Musik und wir machen auch keinen Deutschrock. Ja. Also vor ein paar Jahren, vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so, hätte man zu unserer Musik Punkrock gesagt oder Streetpunk.
Sobald heute eine Band irgendwie auftaucht, die harte Rockmusik macht mit deutschen Texten, bist du Deutschrock. Bist du in diese Schublade geschoben. Ich möchte einmal noch segeln, ganz weit übers offene Meer. Alles was war, lass ich dort, werf ich dort über Bord, setz die Segel in Richtung Horizont. So, wir sind jetzt hier im ehemaligen Domino-Studio-Komplex, was jetzt komplett natürlich was anderes ist, nach den ganzen Jahren. Wir gehen jetzt mal zurück im Jahr 2002, kommt mal mit. Da war oben in der obersten Etage waren mehrere Proberäume und ein kleines Studio. Viele Bands waren oben eingemietet, haben Krach gemacht, haben in dem Studio quasi dann ihre ersten Demos aufgenommen und Singles. Ja, und das gab es, glaube ich, von Mitte der 90er bis 2005 rum. Und Tommy habe ich kennengelernt, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil ich über einen Freund eine Annonce rausgeschickt habe. Ich brauchte unbedingt einen Schlagzeuger und einen Gitarristen. Nee, Bassisten war das damals. Genau. Der Schlagzeuger kam nicht, aber es stand auf jemand vor der Tür. Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, dass damals mein erster Gitarrist, der Pete, reinkam und meinte, du, da ist jemand. Aber ich glaube, das ist er nicht. Das ist ein Skinhead. Ich sag, wie ein Skinhead? Na, guck doch mal. Ja, ich die Tür aufgemacht und da stand Tommy da. Dicke Schuhe, Kombimantel. Ich sag, wunderbar, komm rein, mein Freund. Unser Pete hat damals die Hände über den Kopf zerschlagen. Er kannst doch kein Skinhead in der Band reinholen. Ja, zack, war Tommy drinne und Pete 4 Wochen später raus. Ja, also hat das alles funktioniert. Nee, und ja, dann haben wir hier damals, weiß ich gar nicht, ich glaube, ein Jahr haben wir hier geprobt und von hier aus sind wir dann weiter, dann nach Hellersdorf ins Sonneneck. Ja. Ja, was man hier sehen kann, das hat sich hier ein bisschen verändert. Ne? Proberäume sind auch hier knapp im Prenzlauer Berg. Hier sind große Firmen am Start. Ne? Und hier war der Eingang oder was? Hier war der Eingang, hier ging es ganz hoch. Ne? Und ganz oben, ich kann mich daran erinnern, ganz oben, oberste Etage war ausgebaut. Das waren mehrere so kleine Räume. Und ja, da konntest du halt dich einmieten, konntest du Krach machen. Ja. Und so habe ich Tommy kennengelernt. Und da war Tommy am Start, 2002. Langes her. 17 Jahre. 17 Jahre. Was einmal war, jetzt so weit weg, nicht mehr vorhanden und ausgelöscht, nicht reparierbar, wie weggefegt. Hier Donau Beach Records, ehemals Popo Records. Ganz wichtiger Laden. in Prenzlauer Berg. Hier Hier habe ich meine ersten Punkplatten gekauft. Aber du konntest ja nie welche leisten. Den Laden hat mir meine Mutter empfohlen und sie wusste nicht, was sie damit anrichtet. Wie gesagt, damals hieß ja noch Fopo Records bei unserem Fossi. Ne? Jetzt ein bisschen anders. Wir gehen mal rein und gucken, auf welche bekannte Gesichter da sind. Firma Toxpack. Gehst du mal weiter, immer rechts zu der Tür stehen. Ein wunderschön. Ja. Grüß dich. Du einfach überrascht und dass du dich ganz doll freust. Ich bin ja überrascht. Tatsächlich, also. Jetzt hast du das gerade nicht gesagt. Wunderbar. Kurze Info, wir drehen ein bisschen so ab, unsere alten Alten Locations alten und so. Locations. Geil. Kleine Toxpack-Story und wollten natürlich auch bei dir mal so weit kommen. Ja, auch wenn nicht mehr Fopo ist. Ja, auch wenn es nicht mehr Fopo ist, ja, aber hier steht er, ja. Hier ist die Punkrock-Legende aus Ostberlin, ja, Fossi. Ja. Der Mann hat damals alles mit aufgebaut, ne, kurz nach der Wende. Hier sind viele Leute hingegangen und haben alles gekriegt. Alles aus dem Punk, Metal, Hardcore. Ne, also die heißeste Quelle war hier definitiv immer bei Fossi. Ja, so ist es. Schlank ein, großartig. Hammer. Es ist alles eine Frage der Zeit. Stellt euch zusammen. Seid bereit. Ja, schön, dass wir uns mal wiedersehen, wa? Naja, logisch. Alter Frische. So unverhofft vor allen Dingen. Jetzt kommt die um die Ecke. Wir kennen uns ja auch schon seit Schwein, dass ich gerade hier bin, wa? fast 30 Jahren, kann man sagen. Ne? Und wie gesagt, was ich schon mal erwähnt habe, Fossi Urgestein und ist immer noch am Start, arbeitet hier, ja, ist für alles zuständig, Jawohl. ne? Wenn es ums Musik geht, um gute Musik geht. Ja. Am 1.6. sehen wir uns. Am 1.6. sehen wir uns hundertprozentig. Kommst du so Naja, komm ich vorbei, legen ein paar Scheiben auf vielleicht. Und Das ist geil, auf jeden Fall. kriegen wir das da hin, weißt du?
Ist doch super. Ja, und was macht Prenzlberg? Lebt Prenzlberg noch? Oder Ja, du, ich finde ja. Also das ist ja, wenn man hier bleibt und wächst man mit, weißt du. Ich habe ja meine Stammkneipen, weißt du, hier so Mokko, Nemo, Fängler, die gibt es ja alle noch, weißt du, Absinth. Ja. Und viel mehr schaffst du ja auch ja nicht, weißt du. Also, ich meine, was brauchst du 20 Kneipen, wenn du kannst ja eh nicht überall sein, Nee, weißt du. das stimmt. Ach, lieber ein paar Jute, wo du dich wohlfühlst, das ist doch gut, weißt du. Aber es sind noch welche am Start. Ja, absolut. Auch die Leute noch, alles, weißt du. Kommt noch von den alten Leuten auch noch? Alte Leute, alle noch hier, weißt du, treffe ich immer noch haufenweise. Und kommt noch eine neue Szene nach, so diese kleinen Underground-Hip-Hop, war die so cool, weißt du, das Nordachse und so, die hängen hier gerade ab, das ist auch cool, weißt du. Die Punkrock-Szene hat da ein bisschen Nachwuchs? Nee, Punkrock-Szene ist eigentlich nicht, würde ich sagen. Nee, das ist, also zumindest hier jetzt nicht in der Gegend, weißt du. Habt ihr gehört? Achtet drauf, ja. Also das hier nicht, also das hast du wahrscheinlich noch mehr Friedrichshain-Kreuzberg noch, wenn da überhaupt noch nachkommt. Wenn man überlegt, in den 90ern, das war hier die Hochburg. Ne? Ja, klar. Was haben wir hier gerissen? Ja, natürlich. Mit Punkskins und Metallers, wir haben alle zusammengehalten. Na ja, logisch. Das waren Zeiten, ja. Na schön, dann singen wir uns dann wirklich im SO36 zur Record Release Show. Na super, tragen wir sofort ein. Ich habe schon gehört, dass du eventuell einen Special Gast mitbringst. Naja, mal sehen. Dann verraten wir noch nicht mal. Sagen wir auch keinen Namen. Na, er sagt das und dann ab und dann nur nicht mal zu und dann klappt's nicht. Nee, deswegen weg, Quatsch. Das ist schön. Ja, wir gucken hier noch ein bisschen rum. Ja, Mach das wenn mal. das für dich okay ist. Na ja, natürlich. Ja? Und dann nuscheln wir hier ein paar alte Storys noch ein. Ja? Okay. Super. Hier stand früher mal ein großer Papppunker. Papppunker. Papppunker, der hat zum Einladen. Sag mal, viermal Papppunker. Da drüben, da war eigentlich der Tresen, der drüben. Wo ist der? Der steht im Keller, aber der Da ist der Punk steht im Keller, ja super. Da wissen wir ja, wo der Ablage für Flyer und so. Der Tresen war eigentlich da drüben an der Wand. Was habt ihr hier mal gekauft früher? Terrorgruppe-Platten. Oxymoron. Terrorgruppe. Oxymoron. Alles. Ist das so? Ich hab hier eine Terrorgruppenplatte gekauft. Und Gab noch Eisenpimmel. mal Konzertkarten. Eisenpimmel, hey, Pimmel, ja super. Viel Oil, viel Punk. Ja, das ist doch eine gute Platte hier. Ja, genau. Die ist super, ja. Kann ich nur empfehlen. Die ist auch geil. Guck mal. Und die dahinter? Die dahinter erstmal. So sieht Als hätte er die ja? Guck mal hier. Die gibt's noch. Ja, mehr gibt's nicht. Setz die Segel Richtung Horizont. Setz die Segel Richtung Horizont. Setz die Segel Richtung Horizont. Danach sind wir immer noch saufen gegangen. Ich weiß immer, dass wir uns irgendwann nachts haben wir uns immer da mal getroffen. Dann habe ich dich gesehen, du da am Ackern. Oder weil wieder die Stühle und Tische durch die Gegend geflogen sind. Warum auch immer. Das ist das erste Mal gewesen, dass mir einer tatsächlich einen Barker auf den Rücken zerdreschen wollte. Das Problem war, das war ein ordentliches Holzding, das ist leider nicht kaputt gegangen. Aua. Ja, das war krass. Aber da war öfters mal Bewegung. Da war jeden Tag um 4. 4 Uhr morgens. Da haben die anderen Kneipen mal zugemacht, die gingen alles ins Schliemann-Café, weil das die einzige Kneipe war, die noch auf war. Und da hatte ich dann auch schon meine Sachen bereitgelegt. So. Knarre und vor allen Dingen hier die Baseballkeule als Regierung. Aschenbecher hatten wir mal da. Tatsächlich war das ein Totschläger da. So. Da war Prenzlberg noch cool. Setz die Segel